Das neue Modell von ChatGPT ist da, das O1-Modell. Und es ist wirklich so beeindruckend, wie ich mir das erhofft habe, aber vielleicht ein bisschen anders beeindruckend, als das viele von euch getan haben. Und ja, für mich tatsächlich auch worth den Hype. Ich habe mich hier mal für den Slide-Style entschieden, weil der A schneller ist und B, weil wir wirklich viele Informationen haben, okay? Wir werden klären und testen auch, oder ich werde euch meine Tests präsentieren. Wir werden erstmal klären, was ist das eigentlich für ein Modell? Wo ist es deutlich besser und wirklich beeindruckend? Und wo sind diese Reasoning-Fähigkeiten wirklich zu spüren, die hier versprochen werden? Aber auch, wo ist das Modell deutlich schlechter und sogar teilweise gewollt schlechter als GPT-4o? Zunächst einmal, ChatGPT O1 wurde im Vorfeld als Project Strawberry angekündigt. Ein kleiner Insider, weil LLMs nicht zählen konnten, wie viele Buchstaben R in dem Wort Strawberry drin sind. Das kann das Modell zumindest manchmal. Aber das ist eine andere Geschichte. Es wurde angekündigt als Q-Star oder geleakt als Q-Star schon vor einer Weile. Das ist schon wirklich lange her und war damals schon etwas, wo niemand wusste, was genau erwartet uns eigentlich. Und es ist die Stufe 2, die OpenAI oder Sam Altman als Schritte Richtung AGI, also Richtung allgemeiner künstlicher Intelligenz definiert hat. Also noch nicht da, noch nicht mal annähernd da, aber wirklich beeindruckend. Es macht wirklich etwas anders als ChatGPT 4o. Und das will ich mal mit euch heute klären. Die O1-Familie ist eine wirklich neue Familie von Modellen, die bei OpenAI und ChatGPT verfügbar sind. Aktuell für die allermeisten von uns sind diese Modelle nur in einer Preview vorhanden, das heißt eine Vorschau. Die eigentlichen fertigen Modelle sollen nochmal deutlich stärker sein. Das zeigt uns so ein bisschen, OpenAI ist unter Druck geraten, gerade mit der ganzen Debatte, ob sie jetzt doch eine kommerzielle Firma sind, ob sie vielleicht doch wirklich noch weitere Investorengelder ansammeln wollen. Aber die Firmenstruktur interessiert uns hier nicht. Wir wollen nur das Produkt testen, wobei die Firmenstruktur auch interessant ist. Aber es ist eine neue Familie. Und zwar GPT-4o oder die 4er-Reihe oder die 3er-Reihe. Das waren alles Familien. Es gab kleine Modelle, es gab mittlere Modelle, große Modelle, manchmal auch nur 2. Und hier haben wir genau dasselbe wieder. Wir haben aktuell O1 Preview, also die Vorschau, die alle verfügbar haben. O1 Mini, also das kleine O1-Modell, das auch schon sehr gut ist. Das ist lächerlich gut sogar. Und dann haben wir theoretisch noch irgendwann in der Zukunft das große Modell. Das besondere Neue ist jetzt, dass das Modell nicht nur direkt euch eine Antwort liefert, sondern es überlegt. Es denkt nach, bevor es euch eine Antwort gibt. Und dieser Denkprozess, der wird automatisch gesteuert. Und das heißt, diese längere Zeit und mehr Rechenleistung, die das Modell braucht, die liegt jetzt bei euch, während ihr das nutzt, also nicht auf eurem Rechner, aber wenn ihr eine Anfrage stellt, dann braucht es die Rechenzeit. Davor war das meiste an Rechenzeit tatsächlich da, zu dem Zeitpunkt, als das Netz trainiert wurde. Das ist jetzt immer noch sehr teuer, aber auch sehr teuer, es aufzurufen. Deswegen sind da auch einige Limitierungen drauf, die gucken wir uns auch gleich an. Was im Endeffekt passiert ist, dass ein Chain-of-Thought-Prozess durchgeführt wird. Den zeige ich euch gleich noch ein bisschen genauer. Denn Chain of Thought, das gab es davor schon. Dazu brauchte man allerdings mehrere Aufrufe. Das heißt, ihr habt eine ähnlich gute Antwort bekommen, wenn ihr genau wusstet, nach was ihr prompten musstet. Und dann gesagt habt, okay, und was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit? Ihr musstet sozusagen selbst das Modell hinterfragen und einen Lösungsweg produzieren. Und der wiederum, der hat euch dann eine gute Antwort gebracht. Das passiert jetzt alles automatisch und dadurch sind Antworten sehr viel schneller, sehr viel besser, weil das Modell das irgendwie besser kann als wir Menschen. Also das mit dem Hinterfragen, weil es das halt einfach trainiert hat. Denn, und das ist das große Neue und das wurde auch mehrfach verifiziert, die Antworten, die ihr jetzt bekommt, sind auf einem Niveau eines Doktoranden. Das heißt, besser als ein Masterabsolvent. Ja, wir erinnern uns, wir machen Abi, dann machen wir Bachelor, dann machen wir Master, dann machen wir Doktor. Es ist vor dem Doktorabschluss, aber nach dem Masterabschluss, also echt explizit die Doktoranden. Und die haben ein
deutlich detaillierteres Wissen in vielen, vielen Gebieten. So, ich kann das natürlich nur für mein Fachgebiet IT und Coding und Softwaretechnik und Security beurteilen. Das machen wir aber auf dem anderen Kanal. Ich will euch heute hier so eine Art Umriss geben, was wirklich genau passiert. Und das Video auf dem anderen Kanal ist exakt zeitgleich online gekommen, außer YouTube hat mich irgendwie kaputt gemacht. Dementsprechend, wenn ihr daran Interesse habt, guckt das hier fertig, schaut euch dann direkt das andere an. Die sind aufeinander abgestimmt. Das hier ist allerdings eher für alle gedacht, das Video. Okay, also ganz kurz zum Chain of Thought. Chain of Thought ist ein sehr, sehr wichtiges Beispiel und dadurch können wir besser verstehen, was das Modell hier eigentlich macht. Chain of Thought bedeutet Folgendes. Wir erwarten nicht direkt, dass wir eine Antwort bekommen und ich glaube, so viel Mühe haben wir uns meistens nicht gegeben mit den Prompts für unsere LLMs, aber anderes Thema. Wir würden hier aber oftmals einfach schreiben, wir wollen einfach direkt die Antwort wissen. Hier haben wir aber dann gesagt, ey, wir wollen nicht nur die Antwort wissen, wir wollen den Rechenweg wissen. Das heißt, wir haben hier eine Erklärung, wie wir zu der Antwort kamen. Also 5 plus 6 gleich 11, die Antwort ist 11. Und ja, das Beispiel, wie gesagt, das ist sehr, sehr alt schon. Das ist von GPT 3.5 Zeiten noch. Da hat man sowas noch gebraucht. Das brauchen wir mittlerweile alles schon nicht mehr, weil es so viel besser geworden ist. Oder wir brauchen es nicht mehr so stark. So. Wenn wir jetzt also das Modell einfach direkt nach der Antwort fragen, was bei GPT-4 und 4o meistens der Fall war, dann kommt gelegentlich noch eine falsche Antwort raus. Vieles wurde durch das bessere und stärkere Modell schon abgefangen, aber trotzdem waren die Antworten meistens nicht so gut. Wenn wir Chain of Thought machen, dann bekommen wir eine Art Rechenweg raus in diesem Beispiel hier. Und man kann es auf sehr viel komplexere Beispiele noch übertragen, was wir natürlich auch tun werden. Man bekommt eine Art Rechenweg raus, also bekommen wir eine korrekte Antwort mit demselben Modell. Und das geht jetzt alles, ohne dass ihr irgendwas machen müsst. Und ich habe hier mal meinen ersten relativ einfachen Fall getestet und ich lade euch jetzt einfach mal ein, wirklich da mitzumachen. Ich habe sehr viele Logikrätsel getestet, weil Logik ist ja genau das, wofür das Modell so hoch angepriesen wurde. Und ich habe tatsächlich ein einziges Rätsel gefunden, das nicht geschafft wurde. So viel kann ich schon mal spoilern. Aber ich lade euch gerne trotzdem ein. Ich werde euch die Rätsel kurz erklären. Wir machen uns heute einen entspannten Tag, ne? Und gucken da einfach mal rein, was da alles passiert. Also, das ist jetzt der Watson Selection Task. Das ist eine Logikaufgabe, die ein bisschen fordernder ist. Ich werde einfach mal zusammenfassen. Ihr müsst sagen, welche Karten von diesen 4 hier unten müssen wir denn eigentlich umdrehen, um zu überprüfen, ob alle Karten richtig gebaut wurden. Ihr seid quasi ein Techniker, der für eine Kartenmanufaktur arbeitet und ihr müsst überprüfen, ob die Karten richtig zusammengesetzt wurden. So, und eure Aufgabe oder eure Regel, eure Policy ist, wenn eine Karte einen Kreis auf einer Seite hat, dann hat es die Farbe Gelb auf der anderen Seite. So, diese Regel müsst ihr überprüfen. Das ist die einzige wichtige Regel. Wenn ein Kreis auf einer Seite ist, muss auf der anderen Seite gelb sein. So, und jetzt müsst ihr so wenig wie möglich Karten umdrehen von diesen 4 Karten hier unten, um zu überprüfen, ob diese Regel richtig ist. Ihr habt einmal eine Karte, die ein schwarzes Quadrat drauf hat, einmal einen schwarzen Kreis. Dann haben wir einmal eine gelbe Karte und einmal eine rote Karte, die wir überprüfen müssen. Und das Interessante ist, und jetzt spoilere ich euch vielleicht schon mal ein kleines bisschen, macht kurz Pause, wenn ihr selber nachdenken wollt. Jetzt geht's weiter mit der Lösung. Achtung. Ihr müsst 2 Karten umdrehen, um zu überprüfen, ob alle Karten richtig gebaut wurden. Und zwar, klar, das ist, glaube ich, logisch, die mit dem schwarzen Kreis und nicht die gelbe, sondern die rote Karte müsst ihr umdrehen. Warum? Weil die gelbe Karte ist uns völlig egal. Wenn auf der anderen Seite ein Kreis ist, dann ist sie richtig. Wenn auf der anderen Seite kein Kreis ist, dann ist sie auch richtig. Weil hier war nur, wenn eine Karte einen Kreis auf einer Seite hat, muss auf der anderen Seite gelb sein. Nicht, wenn auf der anderen Seite gelb ist, muss auf der einen Seite auch ein Kreis sein. Das war nicht gegeben. Dementsprechend müsst ihr gelb nicht umdrehen, sondern rot. Wenn nämlich auf der anderen Seite von der roten Karte ein Kreis ist, dann ist die falsch und muss aussortiert werden. Das ist der Trick hierbei. Und das ist ein
wenn man drüber nachdenkt, ein logisches Rätsel. Da aber direkt drauf zu kommen, ist gar nicht so ohne und es machen relativ viele Menschen auch falsch. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal durch. Ich habe nämlich auch die anderen KI-Systeme damit getestet. Wir fangen an, wie das Ganze erstmal bei unserem neuen Modell O1 Preview, also nicht das Mini-Modell, sondern das große Modell aussieht. Zunächst einmal, ihr bekommt Gedanken zu 20 Sekunden. Das steht da einfach nur da. Es hat quasi 20 Sekunden nachgedacht. Im Vergleich waren 20 Sekunden übrigens sehr, sehr wenig Nachdenkzeit, die es hier gebraucht hat. Ich hatte wirklich Aufgaben, da hat es über 1 Minute nachgedacht und dann trotzdem die richtige Antwort gegeben. Aber hier eben, es hat 20 Sekunden gebraucht, um zu reflektieren, was es überhaupt tun soll. Das heißt, erstmal die Regel analysieren und verstehen, dann überprüfen von Regelverstößen, dann die Karten analysieren, dann die Karten bewerten, dann potenzielle Verstöße analysieren, dann das Bild identifizieren, dann überprüfen, ob gelb da ist, dann Überprüfen der Regel und dann Überprüfen der Regel. Das hat es wohl gemacht. Fragt mich nicht, wieso das alles kommt. Und da ist genau der Punkt. Ich als Mensch hätte das anders gepromptet. Also ich bin wirklich nicht unerfahren mit Prompting. Ich weiß, wie Chain of Thought Prompting funktioniert. Aber das hier ist anderes Chain of Thought Prompting. Das macht es besser als ich offensichtlich, weil ich nicht genau weiß, wie man diese KI immer fragen muss. Okay, das also erstmal die Vorausgabe sozusagen. Das ist die 20 Sekunden lang passiert. Die Antwort war von O1 Preview eine relativ einfache Antwort und am Ende kommt eine Zusammenfassung, also hier oben ist die Begründung und die Analyse, was sehr, sehr gut ist, und unten kommt dann eine Antwort, du musst die Karten 2 und 4 umdrehen. Ich habe das Ganze in Englisch gepromptet, weil auch die Aufgabenstellung in Englisch war, deswegen logisch, dass das alles in Englisch passiert. Interessanterweise waren aber trotzdem die Gedanken auf Denglisch, ich fand das hier oben toll, analyzing die Regeln. Das ist manchmal ein bisschen seltsam und manchmal antwortet es auch euch auf Englisch, obwohl ihr auf Deutsch angefragt habt. Das ist bei dem neuen Modell definitiv eine der nicht ganz so zuverlässigen Sachen. Aber ich nehme mal an, dass es deswegen eine Preview ist und das natürlich in der richtigen Version gefixt wird. Zu den Benchmarks, die offiziell sind, kommen wir gleich noch. Ich wollte euch erstmal so zeigen, wie das Ganze aussieht. Und ja, die Antworten hier sind natürlich richtig. Also wir müssen einmal die mit dem Kreis umdrehen und einmal die rote Karte. Allerdings ist das jetzt noch nichts Besonderes. Wir haben die richtige Antwort auch bei Claude 3 Sonnet. Das ist, oder 3.5 eigentlich sogar, das ist das bessere der Claude-Netze momentan. Opus hat noch kein großes Update bekommen. Claude 3.5 ist momentan nur in Sonnet. Ich habe da auch schon Videos dazu gemacht. Dementsprechend hier war auch richtig genannt Karte 2 und Karte 4. Und auch GPT-4o, also das jetzt ältere Modell, hat auch eine richtige Antwort gegeben. Also das war offensichtlich keine Aufgabe, die schwer genug war, dass wir dazu ein O1-Modell gebraucht haben. Ich habe wirklich nur die Aufgabenstellung hier reingetan. Nicht noch irgendwelches Chain of Thought Prompting, exakt dieselbe Anfrage in alle Netze. Und ich habe das Ganze auch mit anderen Modellen gebracht. O1 Mini hat auch die richtige Antwort geliefert. Claude 3 Opus, also das ältere Modell bei der Claude-Familie, hat auch die richtige Antwort geliefert. Llama 3.1 405b hat auch die richtige Antwort geliefert. Das ist besonders, weil Llama ist ein Open Model. Das heißt, wir können uns das einfach runterladen. Das ist weder mit Claude so, noch mit GPT-4o, noch mit den O1-Modellen. Die sind alle geschlossen. Das einzige Modell, das es falsch gemacht hat, war Googles Gemini. Das hat nämlich gesagt, die rote Karte ist irrelevant und die gelbe Karte muss umgedreht werden. Also, bisschen peinlich für Google. Ja, legt da mal ein bisschen nach, ne? Mein Smartphone weint auch schon. Also, es ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Naja, gut. Okay. Also, das vielleicht als kleine Idee, was jetzt neu ist. Diese große Reasoning-Komponente, die könnt ihr anklicken, die könnt ihr euch anschauen und die könnt ihr selber dann auch nachvollziehen, aber ihr könnt auch einfach die fertige Antwort verwenden. An der Stelle habe ich aber einmal eine ganz kurze Bitte an euch. Wenn ihr diese Videos hier bei mir mögt und vielleicht auch generell informiert bleiben wollt, es gibt zu viele Themen, die aktuell passieren. Ich kann nicht über alles was machen und deswegen habe ich für euch einen Newsletter gebaut. Da gibt es einen wöchentlichen Newsfeed für alles, was IT angeht. Also nicht nur für IT-Lehr, die damit arbeiten, sondern wirklich für alle gedacht. Da sind neue Ankündigungen von neuen Modellen dabei.
für neue Open-Modelle. Da sind Sachen drin, die gehackt wurden. Da sind kleine, große Recherchen drin von anderen Menschen, die ich euch auf jeden Fall teilen möchte. Es gibt zu viel und ich packe das da wirklich zusammen in ein komprimiertes, schönes Format, wo ihr wirklich alles mal einfach mitnehmen könnt. Da sind mittlerweile über 5000 Leute drin. Der bleibt und ist für euch natürlich komplett kostenlos, der Newsletter. Das heißt, gönnt euch das Ganze. Ich mache das Ganze eigentlich hauptsächlich, weil ich da auch eine garantierte Abo-Box habe, weil mir YouTube manchmal wirklich dirty tut. Und wenn ihr dann da euren Newsletter habt, dann seht ihr auch wirklich alle Videos. Und manche Videos sind tatsächlich exklusiv, die ich da drin teile. Das sind keine YouTube-Videos in dem Sinne, sondern Vorträge, wo ich zum Beispiel vor Ort war, die aber nichtsdestotrotz wirklich, wirklich cool sind. Die habe ich da auch drin. Okay, das zweite, wo ich euch gerne mitnehmen möchte, ist, ich bin in diesem Moment fast schon unterwegs nach Korea für eine Recherche, die auch auf diesem Kanal hier erscheinen wird, aber ich werde dort natürlich noch sehr, sehr viel mehr machen. Und ich habe ein paar Themen und ich weiß noch nicht, ob die wirklich ausreichend sind für YouTube, für ein großes Video. Und wenn sie das nicht sind, ihr werdet sie auf jeden Fall in Instagram, in den Stories und teilweise in den Posts sehen. Deswegen guckt da super, super gerne vorbei. Würde mich riesig freuen, wenn ihr da auch mit am Start seid. Okay, vielen Dank dafür. Jetzt geht's weiter mit den O1-Modellen. Lasst uns deswegen einmal ganz kurz über diese $2000 pro Monat Frage reden. OpenAI hat angekündigt, dass die O1-Modelle bis zu $2000 pro Monat kosten könnten als eine Art Premium-Abo. Und das ist durchaus denkbar, noch immer. Auch wenn ich jetzt schon Zugriff auf die O1 Preview habe, auch wenn ich Zugriff auf das Mini-Modell habe oder bald vielleicht auch Zugriff auf das O1-Modell bekomme, gibt es eine große Komponente. Diese Zeit, also dieses, wie lange lasse ich eigentlich das Modell nachdenken, in unserem Fall waren es gerade 20 Sekunden, später gab es dann aber auch noch einige Fragen, wo ich über oder fast eine Minute gebraucht habe oder bekommen habe, besser gesagt, vom Modell. Diese Denkzeit lässt sich bei diesem Modell variabel gestalten. Und das ist krass, denn das ist genau diese beeindruckende Sache, die wir eigentlich brauchen. Wenn man, und das haben die Benchmarks gezeigt, da komme ich auch gleich nochmal dazu, wenn man die Zeit so lang lässt, wie man möchte und wenn man so viele Lösungsanfragen zulässt, wie man möchte und dann das Modell selbst nochmal reflektieren lässt und überprüfen lässt, ist das jetzt vielleicht doch eine bessere Lösung oder kann ich daran noch was optimieren? Also wenn man das Modell über seine eigenen Lösungen nochmal reflektieren lässt, dann kann ich diese Denkzeit so hoch skalieren, wie ich möchte. Und die Tests haben gezeigt, dass tatsächlich mehr Denkzeit einfach auch bessere Lösungen bringen kann, beziehungsweise auch natürlich größere Lösungen bringen kann. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass wir ein $2000 pro Monat Abo bekommen und dort dann eben die Denkzeit unlimitiert ist. Und dann kann ich da quasi meinen Code reinschicken von vielleicht einem sehr, sehr großen Softwareprojekt und kann das Modell darüber reflektieren lassen und reflektieren lassen und reflektieren lassen, ohne Einschränkung. Und bekomme am Ende wirklich ein neues, überarbeitetes Code-Projekt und eventuell dann tatsächlich nochmal besser und nochmal besser. Dann wäre das sowas wie eine Art Coder auf Steroiden. Das klären wir aber noch auf dem anderen Kanal ein bisschen genauer. Das kann man natürlich nicht nur mit Coding so machen. Ja? Und trotzdem werden dort natürlich auch weiterhin Fehler zu finden sein. Es wird nicht alles perfekt sein. Und es wird schon lange nicht alles automatisch sein. Zumindest noch nicht, aber das ist eine Möglichkeit, wie dieses $2000 pro Monat Ding zustande kommen könnte. Allerdings ist das ganze Modell aktuell noch pauschal im ChatGPT Plus Abo, heißt es, glaube ich, verfügbar. Das heißt, man kann es eben benutzen, ohne einen Aufpreis zu zahlen, trotzdem nur die O1 Preview und das Mini-Modell. Und es denkt halt so lange, wie es denkt, dass es braucht. Also erstmal ist es noch verfügbar. Wie gesagt, ich vermute, dass es eine Art extra Enterprise-Abo dafür geben wird, wo es dann wirklich $2000 pro Monat kosten wird. Gut, kommen wir also zu den Basisdaten von diesem Modell. Das Modell hat 128.000 Tokens als Input. Das bedeutet, ihr könnt dort ungefähr einen ganzen Roman als eine Eingabe reinpacken. Das nur so als Referenz. Das reicht trotzdem oftmals nicht aus für eine Eingabe, weil wenn ihr eine zweite Anfrage schickt, also ihr bekommt dann eine Antwort
zu diesem einen Roman zum Beispiel. Die kann bis zu 32.000 Tokens sein, was wirklich, wirklich lang ist und was sie so allmählich hochskaliert haben. Bei den GPT-4-Modellen war das noch bei 4.000 bzw. 8.000 Tokens als Ausgabe. Das ist jetzt mehr geworden. Über die Zeit ist aber auch schon beim GPT-4o-Modell auch bei 32.000. Aber trotzdem reicht das oftmals nicht. Also gerade wenn ich ein großes Codeprojekt da reingeben möchte, einfach alle Dateien auf einmal, dann reicht das nicht aus. Das ist wirklich zu knapp. Mittlerweile die Claude 3 Modelle, also Opus vor allem, geht auf 200.000 Tokens. Das reicht dann für ein bisschen mehr nochmal aus. Und Gemini geht Richtung 1 bis 2 Millionen Tokens als Eingabe. Da ist allerdings das große Problem, und das haben die anderen Modelle auch noch nicht gelöst, genauso Gemini nicht, in diesem ganzen Wust, also in einem Roman, wirklich die Informationen rauszupicken, die man braucht. Das nennt sich Needle in a Haystack Problem. Und das ist für KIs immer noch nicht gelöst. Das heißt, mit diesen großen Mengen an Anfragen oder an Daten gar nicht so viel anfangen. Bislang habe ich noch nicht bemerkt, wie dieser Kontext mir zu klein war, außer beim Programmieren oder bei mehreren Anfragen, wenn ich dann nachfrage und nachfrage und nachfrage. Er hat mir relativ gut gereicht bislang. Allerdings, wie gesagt, für große Projekte ist das schon schwierig. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Trotzdem, ein Roman ist schon mal ganz schön ordentlich, ne? Dann haben wir Limits. Und zwar, es waren bis gerade gestern noch 30 Nutzungen pro Woche. Deswegen ist das Video hier auch so ein bisschen später erschienen. Ich habe mehrere Accounts mittlerweile bei ChatGPT. Dadurch, dass wir es auch in unserem Enterprise-Umfeld benutzen, kann ich da andere Accounts noch mit nutzen. Trotzdem, 30 Nutzungen ist verdammt wenig. Pro Woche vor allem. Sie haben es aber einmal zurückgesetzt. Bislang. Das waren also schon keine 30 Nutzungen pro Woche, weil sie, bevor die Woche vorbei war, haben sie gesagt, jetzt könnt ihr wieder. Und was sie jetzt direkt heute Morgen angekündigt haben, also wirklich ungefähr 30 Minuten bevor ich angefangen habe aufzunehmen, sie haben die Nutzungslimits hochgesetzt. Und zwar auf 50 Nachrichten pro Woche für das O1 Preview Modell, also für das große Modell. Und 50 Nachrichten pro Tag für das O1 Mini Modell. Und das ist sehr, sehr gut, denn das O1 Mini Modell ist auch wirklich, wirklich stark. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr das O1 Preview Modell noch nicht oder nicht mehr benutzen könnt. Das O1 Mini ist super. Das vielleicht dazu, das heißt, die Limits sind gerade schon so ein bisschen am Aufweichen, weil sie gemerkt haben, das ist sad. Man braucht einfach mehr davon. Deswegen, die Limits werden sich vermutlich bald noch vergrößern. Was aber ein wichtiges Merkmal ist, ist, dass diese Modelle nicht multimodal sind. Nicht multimodal bedeutet nicht wie bei GPT-4o, dass ihr Bilder eingeben könnt. Ihr könnt keinen Ton eingeben. Ihr könnt auch nicht mit dem Ding sprechen. Ihr bekommt keine Tonausgabe zurück. Ihr könnt nicht Browsing benutzen. Also das Ding kann nicht mit dem Internet kommunizieren. Ihr habt keine Memory-Funktion. Ihr habt keine GPTs. Ihr könnt keine Dateien hochladen und auch keinen Code ausführen. Das waren alles Features, die GPT-4-Modelle nach und nach bekommen haben. Und dann 4o war ja dann wirklich nativ multimodal, was bessere Bilderkennung und alles gegeben hat. Das O1-Modell kann das alles nicht. Das ist wirklich nur ein textbasiertes Modell. Diese Aufgabe vorhin mit den Karten, wo ihr entscheiden musstet, rot, gelb oder schwarz mit Kreis drin, welche soll ich umdrehen? Ich habe nicht das Ganze als Bild eingegeben, ich habe die Karten als Text beschreiben müssen. Das ist ein großes Manko derzeit und ich vermute, dass das wahrscheinlich so auf der Agenda steht als eins der nächsten. Und auch die API, also die Programmierschnittstelle, dazu muss ich auch kurz was sagen, weil ich weiß, dass einige von euch das auch gerne machen. Ihr müsst aktuell Tier 5 sein. Das heißt, ihr müsst im letzten Monat $1.000 ausgegeben haben für die OpenAI API, also für die Programmierschnittstelle. Ihr müsst $1.000 ausgegeben haben, damit ihr auf diese Modelle per Code und unbegrenzt zugreifen könnt. Und die Modelle sind unfassbar teuer. Das heißt, das große Modell kostet hier $15 für 1 Million Eingabetokens, also hochgerechnet. Ihr könnt trotzdem nicht mehr als 128.000 eingeben. Aber dann kostet eben ein Aufruf bis zu 1,50, beziehungsweise ein bisschen mehr als 1,50. Und für die Ausgabe zahlt ihr $60 pro 1 Million Tokens hochgerechnet. Das ist der 12-fache Preis zu GPT-4o. Das ist wirklich teuer. Und deswegen vermutlich auch noch nicht wirklich breit verfügbar. Und wie gesagt, ihr müsst $1.000 dafür ausgegeben haben im letzten Monat. Also ich habe das nicht. Ich glaube, das haben die allermeisten nicht. Außer die wirklich
das Ganze in eine App eingebaut haben. Gut, dann schauen wir uns doch einfach mal direkt die Benchmarks an. Wie gut ist das Modell wirklich? Wir schauen uns erstmal deren Benchmarks an und dann schauen wir uns meine Benchmarks an. Ich habe, wie gesagt, einiges ausprobiert. Ich glaube, die sind auch sehr, sehr interessant. Also zunächst einmal die allgemeinen Benchmarks. Sie haben sich jetzt hier nicht auf die üblichen Benchmarks konzentriert, sondern wirklich die auf Logik aus sind, auf wirklich komplexe Anforderungen, weil alles davor, da war GPT-4o tatsächlich schon sehr, sehr gut dabei und es war nicht mehr so viel nötig, dass darüber gesprochen wird sozusagen. Was hier tatsächlich eindeutig sichtbar ist, es gibt einen unfassbaren Anstieg bei Mathe. Ja? Wir haben hier einmal Mathe, da war GPT-4o bei 16,4 Punkten, also es gibt bis zu 100% Accuracy immer hoch, also 100% Genauigkeit, also Lösung sozusagen von dem Problem. Und GPT-4o hat 13,4% der Aufgaben gelöst in dieser Mathe-Competition, also in diesem Mathe-Wettbewerb. Das O1 Preview-Modell, also das große Modell, hat es geschafft, 56,7% zu lösen. Und das fertige O1-Modell, das wir noch nicht zur Verfügung haben, ist nochmal deutlich besser und liegt bei 83,3%. Das ist Wahnsinn. Damit hat es tatsächlich Mathe im Endeffekt verstanden. Es ist auf einem sehr, sehr guten Weg, da auch wirklich logisch an Mathe ranzugehen und sich dann immer selber noch weiter zu verbessern. Wie gesagt, das ist das O1-Modell. Da können wir warten, bis das O2-Modell kommt. Das O3-Modell, Entschuldigung, der kleine Witz musste sein und so weiter. Ihr versteht das Ganze, ne? Aber hier sehen wir wirklich, dass wir nochmal einen großen Sprung gemacht haben bei den Dingen, die GPT-4o nicht gut konnte. Zu dem Code-Contest hier komme ich gleich nochmal separat dazu. Da gibt es nämlich noch eine Feinheit mehr. Aber auch hier sehen wir beim Programmieren, bei kompetitiven Coding-Challenges, wo meiner Erfahrung nach GPT-4o schon sehr, sehr gut war, das hatte 11%. O1 Preview hat 62% und O1 hat 89%. Das heißt, es ist im 89. Perzentil. Wie gesagt, zur Competition komme ich gleich nochmal. Und der letzte Test, den fand ich auch extrem beeindruckend. Ich habe das Ganze nochmal ein bisschen genauer recherchiert, weil mich der tatsächlich auch sehr, sehr stark an den Modellen zweifeln lassen hat. Und sagen wir mal so, GPT-4o war bei 56,1% in einem GPQR Diamond Test. Das sind Wissenschaftsfragen, also ich habe mir wirklich den Test angeguckt im Paper, ich verlinke euch den noch unten. Das sind Wissenschaftsfragen aus einem Fachgebiet. Ja? Das heißt zum Beispiel Wissenschaftsfragen auf einem Doktorandenlevel, also sehr, sehr definiert und sehr, sehr genau und sehr, sehr schwer, die Doktoranden lösen können mit einer etwa 65%igen Genauigkeit. Das sind echte Doktoranden in ihrem Fachgebiet, also kein Doktorand der Biologie, der plötzlich soziologische Fragen beantworten muss. Nein. Wirklich Chemie-Doktorand im Fachbereich Chemie schafft 65%. Die Fragen sind wirklich schwer. Und wenn man den Doktoranden dann noch mal ein bisschen Zeit gibt, über ihre Antworten zu reflektieren und ihnen sagt, hey, schon mal, das war falsch, dann schaffen die 74%. Und zwar sagen sie dann, ach ja, stimmt, das war so und so. Also die können danach das Ganze noch mal deutlich verbessern. Und trotzdem war GPT-O1, beziehungsweise selbst die Preview zu O1, was ich interessant fand, die war sogar eigentlich noch ein bisschen besser, lagen bei 78%. Das heißt, sie haben Doktoranden in ihrem eigenen Fachgebiet geschlagen. Also statistisch gesehen, was extrem ist. Das ist heftig. Und das sind auch keine Fragen, die man googeln kann. Also googeln bringt da nichts. Das sind Google-Resistant Questions. Die haben die extra so definiert. Das G steht tatsächlich für Google und das P für Proof, also Google Proof. Man kann sie nicht googeln. Das war die Anforderung danach. Und ein Experte in einem anderen Fachgebiet, der sogar Internetzugriff bekommt, der schafft 34% der Fragen. Und das ist heftig, wenn wir uns das mal so überlegen. Wir haben quasi einen Doktoranden in jedem Fachgebiet, den wir einfach Sachen fragen können und eine ähnlich gute Antwort bekommen wie von einem echten Doktoranden seines Fachgebiets. Weil Menschen eben, wie gesagt, auch nicht 100% aller Fragen richtig beantworten. Das ist insane. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf den Coding-Wettbewerb kommen. Die Codeforces Liga wird sozusagen in ELO aufgeteilt. Es gibt eine internationale Olympiade in Informatik.
da hat das Modell es geschafft, in das 49. Perzentil zu kommen. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir 1000 Teilnehmer haben, dann landen wir bei 490, ungefähr bei Platz 490 oder 489 oder sowas. Das heißt, wir sind tatsächlich besser als der Durchschnitt, der bei der internationalen Informatik-Olympiade mitmacht. Und das ist heftig, wenn man vor allem noch bedenkt, dass wir eine begrenzte Laufzeit hatten. Also hier bei der Olympiade, da hat man gesagt, okay, du hast 10 Stunden Zeit für all diese Aufgaben. Und diese 10 Stunden Zeit, dass man das so locker betrachtet hat, das hat allein schon den Aufschwung gegeben von der ELO 89, also der 89. Perzentil, das ist quasi relativ gut, ins 93. Perzentil bei Codeforces ELO. Das ist so eine Art Benchmark, wie gut man programmieren kann. Und insgesamt ist das hier wirklich im 93. Perzentil von allen Teilnehmern, wie gesagt im 49., wenn wir die Informatik-Olympiade mit reinzählen, was insane gut ist. Also besser als 93% aller Programmierer, die bei Codeforces mitmachen. Da muss man schon sein, wenn man das nicht ganz unernst nimmt, ne? Was dann aber nochmal dazu kam, ist, wenn man die Einreichung, wie viel ich quasi meine Ergebnisse einreichen darf und wie oft ich dann Feedback bekomme, das ist limitiert. Ich kann das nicht unendlich oft machen. Wenn man dann tatsächlich aber sagt, ich erlaube 10.000 Einreichungen, also ich setze nach oben hin quasi kein Limit, weder für die Berechnungszeit noch für die Anzahl an Einreichungen, die ich brauche, dann schafft tatsächlich GPT-o1 die Goldmedaille im Programmieren. Also, ja, der Competitive Coder, der gewonnen hätte, wenn man diese Anzahl an Einreichungen nicht limitiert. Und das ist beeindruckend. Und auch ein bisschen beängstigend, bin ich ehrlich. Es gab aber natürlich auch noch andere Benchmarks und die will ich auch noch ganz kurz mit euch durchgehen. Es gibt Mathe, es gibt noch mehr Mathe, es gibt noch mehr Mathe. Also sehr, sehr viele Benchmarks, wo wir hier einfach wirklich technisches Wissen überprüfen können. Und gerade im Mathe-Benchmark sieht man einen unfassbaren Anstieg. Die rote Linie hier, die ihr sehen könnt, da ist GPT-4o, also das ältere Modell. Das hat 60% geschafft, also Accuracy geschafft. Und das O1-Modell hat 94,8% geschafft. Es ist also fast bei 100% angekommen bei den Mathefragen, was Wahnsinn ist. Gleichzeitig hier Chemie, Physik, Biologie. Physik ist es unfassbar weit oben. Also ich glaube, hauptsächlich Mathe wurde als Problem gelöst und die anderen Sachen basieren natürlich auf Mathe. Aber Chemie und Biologie eben nicht so stark wie jetzt Physik. Und deswegen wahrscheinlich da nicht ganz so weit nach oben oder nicht so eine immense Verbesserung im Vergleich zu GPT-4o. Insgesamt aber trotzdem über alle Benchmarks eigentlich eine extreme Verbesserung. Hier auch wieder globale Fakten, Chemie, Mathe, Recht und so weiter und so fort. Überall hat es eine heftige Verbesserung hingelegt, vor allem auch in der formalen Logik, wo wir jetzt bei einer Genauigkeit von 97% sind. Bitte bedenkt, dass Studenten auch dieses Fach formale Logik haben und ihr könnt dazu eine ganze Playlist von mir angucken und ich habe nicht mit 97% in der Informatik, also in meiner Uni-Prüfung, abgeschlossen. Ich weiß nicht mehr genau, was es waren, aber es waren keine 97% richtig. Niemand hatte 97% richtig bei uns. Das ist heftig. Wo es aber nicht besser geworden ist, und das will ich einmal ganz kurz auch anmerken, ist in der englischen Sprache. Da ist es genauso bei 58% geblieben, wie auch GPT-4o das war. Das heißt, sprachlich hat sich das Modell eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt. Aber das war hier auch gar nicht das Ziel. Wenn ihr jemanden zum Quatschen sucht, dann ist O1 wahrscheinlich nicht der Richtige. Wenn ihr jemanden für komplizierte, schwere Aufgaben sucht, dann schon eher. Und das sehen wir auch hier nochmal im Personal Writing, also das heißt im Schreiben von Text, ist es sogar schlechter, also unbeliebter, wenn man es tatsächlich vergleicht, wenn man Menschen werten lässt, gefällt dir das besser oder gefällt dir das besser, dann ist GPT-4o im persönlichen Schreiben besser, weil vermutlich, also das ist zumindest meine Vermutung, nach dem, was ich alles getestet habe, weil das O1-Modell eher wissenschaftliche Texte schreibt. Und wissenschaftliche Texte sind teilweise nicht immer so einfach zu verstehen. Das spuckt auch wirklich ohne Sorge nach Verlusten Matheformeln aus. Ich habe das wirklich ausprobiert. Ich habe da mit irgendwelchen unendlichen Reihen gekämpft, als ich das Ganze getestet habe. Also
tatsächlich, das ist nicht ohne das Ding. Das ist ein Wissenschaftler. Aber ja, es kann natürlich auch Text editieren. Es kann besser, also auch auf demselben Niveau wie GPT-4o, es kann besser programmieren, also auch der Code hat eine höhere Qualität, das ist wie gesagt Human Preferences, das heißt, welche Lösung wird von Menschen bevorzugt. Es kann besser Daten analysieren und es kann vor allem besser Mathe. Und das ist auch so ziemlich das, was ich wirklich merken konnte. So, und damit kommen wir zu meinen Benchmarks. Wir sind noch immer nicht am Ende. Ich weiß, es ist ein langes Video, aber ja, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich will einmal wirklich alles mit euch durchgehen, dass ihr eine gute Lösung dafür habt. Und ich lese euch auch alles hier vor, dass ihr das nebenbei laufen lassen könnt und einfach mal mitdenken könnt. So, also, der erste Benchmark, den ich laufen lassen habe, und das ist tatsächlich einer der sehr schweren gewesen. Stellt euch einen König vor und 66 Menschen, die in diesem Königreich leben. Einer von diesen 66 ist eben ein König. Also es sind insgesamt 66 Menschen. Und naja, es gab irgendwann mal eine Revolution und seitdem verdient jeder Bewohner, einschließlich des Königs, genau ein Goldstück pro Jahr. Das heißt, er hat eigentlich nicht wirklich einen Vorteil. Außerdem hat der König durch die Revolution an Macht verloren und das Königreich wurde demokratischer. Der König darf nicht abstimmen, aber er darf Vorschläge einbringen. So, und jetzt möchte der König seinen Lohn erhöhen. Dazu entwickelt er eine Reihe von Lohnvorschlägen, die immer dann angenommen werden, wenn mehr Bürger mit Ja als mit Nein abstimmen. Das heißt, das Volk, also 65 Menschen, stimmen ab Ja oder Nein. Und der König nutzt das jetzt aus. Der König sagt nämlich, jeder Bürger ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Das ist einfach eine Regel von diesem Logikrätsel, auch wenn nicht alle Menschen so logisch abstimmen würden, aber ne? Jeder Bürger ist auf seinen Vorteil bedacht und stimmt immer mit Ja, also immer, wenn sein Lohn steigt, also auf mehr als 1 geht, und mit Nein, wenn sein Lohn sinkt. Und er enthält sich immer, wenn sein Lohn gleich bleibt. Und wie kann jetzt der König seinen Lohn maximal erhöhen? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer gewesen. In dem Fall, die Goldstücke können nicht aufgeteilt werden, das heißt, alle Löhne müssen auf 66 Goldstücke summiert werden. Genau. So, und wir schauen uns mal an, was hier tatsächlich passiert ist. Ich habe das auch wieder mit allen Modellen übrigens laufen lassen, also mit allen großen Modellen, um ein Bild zu bekommen, wie die anderen Modelle reagiert haben. Zunächst einmal Claude 3 Opus sagt hier einmal, der König kann nicht mehr als ein Goldstück bekommen. Also das ist wirklich das Maximum, mehr geht nicht. Das scheint irgendwie counterintuitive, also nicht ganz eingänglich, aber es funktioniert halt einfach nicht anders. GPT-4o sagt, und fand ich sehr, sehr lustig, der König bekommt minus 32 Gold am Ende. Das macht keinen Sinn, lasst uns bitte nochmal drüber nachdenken und beendet dann aber die Frage. Und ich habe mir ja wirklich zum Ansatz genommen, ich frage nicht mehr als einmal nach. Das heißt, GPT-4o, meine Lösung, die es hier produziert hat, ist, mehr als 1 geht eigentlich nicht, weil minus 32 geht nicht. So, dann kommen wir zum O1 Mini-Modell. Auch das O1 Mini-Modell sagt, der König kann maximal ein Goldstück bekommen. Die Antwort ist 1. Claude 3 Opus, das davor war so nett, sorry. Claude 3 Opus sagt, dass der König maximal 2 Goldstücke bekommen kann. Und Gemini 1.5 Pro sagt, der König kann 66 Goldstücke bekommen, was nicht funktioniert. Ich habe das durchgerechnet, ich habe es überprüft. Es funktioniert nicht. Das geht tatsächlich einfach gar nicht. Deswegen funktioniert das nicht. Und Llama 3.1 sagt auch hier wieder, der König kann maximal 33 Goldstücke bekommen. Dementsprechend funktioniert das auch nicht so richtig. Ich habe auch das durchgerechnet und da sind einige Logikfehler drin. Das große O1 Preview Modell ist da mit einer sehr, sehr langen Antwort reingegangen. Es hat 51 Sekunden nachgedacht, was schon recht ordentlich ist, und hat dann tatsächlich immer Variablen zugewiesen, also recht mathematisch dran gegangen. B, Anzahl an Bürgern, D, die Anzahl an Bürgern, die Nein sagen, B war Ja-Sager, und A, ja, und so weiter. Ne? Also es ist mathematisch da dran gegangen, hat dann ein bisschen rumgerechnet, also sehr, sehr viel rumgerechnet, wie ihr hier sehen könnt. Ihr könnt gerne pausieren und euch das wirklich angucken. Da werde ich jetzt nicht durchgehen, weil das ist crazy. Und sagt dann aber auch am Ende, der König kann nur ein Goldstück pro Jahr bekommen. Der König kann sein Gehalt nicht über diese Menge rausbewegen, obwohl es mir eine schöne mathematische Formel gegeben hat. Und das ist falsch. Wenn ihr die Lösung nicht wissen wollt, dann skippt den nächsten Teil. Wenn ihr selber nachdenken wollt, macht kurz Pause.
überlegt mal ganz kurz. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Es braucht mehr als ein Proposal, also mehr als eine Wahl, um dieses Problem zu maximieren. Und ja, tatsächlich waren einfach alle falsch. Die Lösung, die Musterlösung hier von der Webseite ist auch tatsächlich dann einfach, man kann auf 63 Goldstücke, dazu brauchen wir 7 Abstimmungen und ja, diese 7 Abstimmungen können wir durchführen. Wir haben ja unendlich viele Abstimmungen offen, das heißt, wir können auch mehrfach da einfach hingehen. Okay, was jetzt passiert ist also folgendes. 63 Goldstücke ist ordentlich, das ist wirklich, wirklich viel. Und dazu sagen wir, in der ersten Abstimmung verzichtet der König komplett auf seinen eigenen Lohn und bietet 33 der 65 wahlberechtigten Bürger, wie gesagt, wir haben 66 Bürger, einer davon ist der König, der darf nicht abstimmen. Und 33 dieser Bürger, also die Mehrheit, bekommen 2 Goldstücke. Ja? Die restlichen 32 gehen leer aus, werden also limitiert auf 0. So. Dementsprechend sagen 33 ja und 32 sagen nein. Wenn es erhöht wird, sagen die ja. Wenn es erniedrigt wird, sagen die nein. Also ist es angenommen. Dementsprechend hat der König nichts und alle Bürger, 33 Bürger sagen, sie bekommen 2 Goldstücke, 33 Stück und 32 Bürger kriegen gar nichts. In der zweiten Abstimmung bekommt dann, also macht man genau denselben Split wieder. Man sagt, okay, der König bekommt ein bisschen was und die Hälfte plus 1 dieser 33 Bürger, sprich 17 Bürger, wird der Lohn erhöht auf 3 Goldstücke. Alle anderen erhalten 0 Goldstücke und die übrigen 15 Goldstücke bekommt der König. Hat er schon mal 15 bekommen. So, dementsprechend sagen 17 ja, 16 sagen nein und die sowieso schon bei 0 sind, die enthalten sich ja immer, weil deren Lohn steigt nicht mehr und deren Lohn fällt nicht mehr. Und so weiter und so fort und das macht man dann einfach, bis man nur noch einen einzigen restlichen Bürger da hat und ja, den nimmt man dann halt auch aus. So, und dementsprechend kann der König auf 63 Goldstücke kommen. Ich lasse euch den Rest einfach mal zum Knobeln da. Aber hier tatsächlich in meinem allerersten, ich habe mir gleich die schwerste Aufgabe ausgesucht, wirklich, da muss man ordentlich outside the box denken. Und hier hat keines der Modelle irgendwas geschafft, was ich sehr beeindruckend fand. Der Ansatz von O1 war nicht schlecht, aber ich bin gespannt, ob das echte O1-Modell diesen Test dann schafft. Das war wirklich der einzige, wo es nicht funktioniert hatte. So, danach habe ich mal einen Ausdauerlauf probiert. Ich gehe da jetzt nur noch ein bisschen knapper drüber. Im Endeffekt haben wir einige Aussagen, also es ist eigentlich ein Logikrätsel, das viele von uns vielleicht auch schon kennen, wobei genau diese Form vielleicht auch nicht. Einer sagt die Wahrheit, die anderen nicht unbedingt und wir haben Aussagen von den 4 Läufern. Und die 4 Läufer sagen dann, ja, du bist zuerst und du bist 3 Plätze weiter hinten und so weiter und so fort. Dementsprechend kann man das dann logisch herleiten, wer jetzt als erstes gelaufen ist und wer nicht als erstes gelaufen ist. Es gibt da so ein paar Ansätze. Und tatsächlich habe ich das mehrfach laufen lassen, weil ich mir dachte, vielleicht schaffen es die nicht ganz so logischen Modelle, also GPT-4o oder Claude 3 Sonnet oder Opus oder. Vielleicht schaffen die es ja ein bisschen, das noch wahr zu bekommen. Und tatsächlich hat hier zumindest GPT-4o 2-mal eine korrekte Antwort gegeben, von 4-mal. 2-mal allerdings eine falsche Antwort und die sah dann einfach ein bisschen zufällig aus. Wenn ich jetzt dann natürlich nicht drin bin und nicht selber die Lösung kenne und auch nicht mich selber damit informieren kann, dann ist das schlecht, weil dann habe ich eine 50-50 Chance, dass ich direkt die erste richtige Antwort bekomme und ich hinterfrage das ja nicht unbedingt, wenn ich mich selber nicht damit auseinandersetzen möchte. Das heißt, 50% der Fälle ist das Ding einfach raus. Fand ich ein schönes Beispiel, wo GPT-4o nicht ausgereicht hat. Sonett hat immer die falsche Antwort gegeben, auch wenn ich es mehrmals ausgeführt habe, ich habe einfach nicht mehr Platz gehabt. Ich hatte bei Sonett nie die richtige Antwort, kann aber auch einfach an Pech liegen, das weiß ich ja nicht, wisst ihr? Das Problem ist, ich müsste das mehrfach und mehrfach und mehrfach ausführen und würde dann irgendwann vielleicht mal eine richtige Antwort bekommen, aber auch hier sehen wir, das ist quasi einfach Zufall gewesen. Einmal stand Alicia an erster Stelle, dann die Lara an erster Stelle, dann war Christina an erster Stelle und so weiter und so fort. Also da ist es ist fast schon Zufall, ob ihr da eine richtige Antwort bekommt bei so einem Logikrätsel oder nicht. Und da ist genau dieser Switch, da ist genau der Punkt, wo dann diese besseren Modelle, die auch Logik und Argumentation können und reflektieren können, dass die das besser können. Wenn wir das uns mal angucken bei den anderen Modellen, hier, dann sehen wir, dass Gemini 1.5 Pro komplett daneben, Llama komplett daneben, Claude 3 Opus komplett daneben und O1 Mini hat das ganze Rätsel gelöst. First try übrigens.
Dann dachte ich mir, okay, vielleicht war auch das einfach Glück. Probieren wir es doch nochmal aus. Also, wie gesagt, die Lösung, wie man da hinkommt, das überlasse ich jetzt euch. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen reinrätseln. Ich habe auch das Ganze verlinkt gehabt, gerade eben. Guckt im Video einfach zurück und dann schaut ihr da nochmal rein. Also habe ich das nochmal ausgeführt. Wieder Claude 3 Opus, falsch. Gemini 1.5 Pro, falsch. Und Llama auch falsch. Und O1 Mini auch wieder korrekt gewesen. Fand ich sehr beeindruckend. Also habe ich das Ganze mit O1 Preview dann noch ausgeführt, weil ich auch wissen wollte, ist das Modell dann auch richtig? Und wie gesagt, auch hier direkt richtiges Ergebnis. Interessanterweise auch kein Unterschied zwischen O1 Mini und O1 Preview, also dem größeren Modell. Ja? Und das habe ich jetzt tatsächlich auch schon. Ich habe natürlich noch ein bisschen neben dem Video hier recherchiert und angeguckt, welche Fragen kann ich dem Ding eigentlich stellen? Was kann ich überhaupt testen, wo GPT-4o nicht ausreicht? Und das war eine davon, weil das einfach eine Stärke hat in diesem logischen Argumentieren. Und tatsächlich habe ich keine Frage gefunden, wo wirklich O1 Mini massiv viel schlechter war als die O1 Preview. Beim Programmieren kann man so ein bisschen sagen, okay, O1 Preview hat mir besser gefallen an manchen Stellen, bei allem, was ich ausprobiert habe, aber so viel konnte ich damit auch noch nicht experimentieren, weil ich, wie gesagt, auch einfach limitiert bin. Ich kann nur eine gewisse Anzahl an Anfragen pro Woche schicken und das Ding ist jetzt erstmal eine Woche draußen. Dementsprechend bin ich ein bisschen limitiert gewesen. Aber vielleicht finde ich da noch irgendwas für euch. Trotzdem, bislang O1 Mini und O1 Preview haben alle Logikrätsel außer dem allererst mit dem König genailt. Also gucken wir weiter mit Pfandflaschen. Hier, ich lese nicht mal mehr vor das Rätsel. Wenn ihr da hingehen wollt, die ganzen Sachen findet ihr hier verlinkt. Das O1 Mini hat eine richtige Ausgabe gegeben. Das hat einfach direkt gesagt, nee, also es war wirklich ein kompliziertes Rätsel. Es war ich bin nicht zu den leichten Rätseln gegangen. Also die Seite hat sehr, sehr viele Logikrätsel, sehr, sehr viele Mathe-Rätsel und so weiter. Und ich bin nicht zu den leichten gegangen. Ich bin direkt zu den sehr, sehr schweren oder den schweren gegangen. Und das hier ist eins der, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auch schon ein sehr, sehr schweres oder ein schweres. Und auch das hatte O1 Mini richtig gelöst. Das mit der Zündschnur hatte auch O1 Mini richtig gelöst. Und auch das 8-Damen-Problem, das vielleicht manchen IT-Lern unter euch bekannt sein dürfte, auch das hat das O1 Mini richtig gelöst. Und zwar nicht irgendwie mit, ja, ich kenne das und ich ratter dir die Lösung runter, sondern es hat argumentiert, was ich sehr, sehr spannend fand. Genauso Stein auf dem Boot, richtig gelöst. Und ja, also im Grunde genommen habe ich habe nichts gefunden, also kein Logikrätsel außer diesem ersten mit dem König, wo O1 Mini Schwierigkeiten hatte und O1 Preview auch nicht. Also außerdem eben mit dem König. Vielleicht war das auch ein bisschen schlecht formuliert, vielleicht war das auch ein bisschen ungenau, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ansonsten, ja, Wahnsinn. Okay, also das zu meinen Benchmarks. Wie gesagt, die Programmier-Benchmarks, die ITler-Benchmarks, die sehen wir dann auf dem anderen Kanal. Da gehen wir dann in eine professionelle Richtung. Aber IT ist natürlich nicht, oder Coding ist nicht der einzige Anwendungsfall, wo man das Ganze professionell einsetzen kann. Und hier habe ich einfach mal ein paar Stimmen eingefangen von der Webseite von ChatGPT bzw. eben OpenAI's Blog. Und zwar haben wir hier einmal diese Dame hier. With the N of 1 cases where no one has seen that presentation before, the patients don't know what's going on. Ja, also sie ist, sie forscht im Bereich Genetik. Sorry, ich war falsch aufgelöst hier drüben, habe das vergessen umzustellen. Sie forscht im Bereich Genetik. Und das große Problem ist wohl, dass man an alles denken muss. An alle Varianten, an alle Möglichkeiten, die man eben hat. Und diese ganzen Möglichkeiten sind einfach sehr, sehr schwer. Während wenn man dem Modell eine Frage stellt, dann werden einfach alle Möglichkeiten mehr oder weniger zuverlässig einfach aufgelistet. Und man kriegt vielleicht diesen einen Einfall, den man davor nicht hatte, und wird auf die richtige Idee gebracht. Das ist wirklich jetzt stark runtergebrochen, aber das ist ein großes Problem, auch in der IT natürlich. Wenn ich euch ein Problem gebe und ihr müsst eine Lösung dafür finden, immer direkt auf die richtige Herangehensweise zu kommen und ohne irgendwie lange Recherche zu wissen, okay, was könnte ich denn überhaupt alles machen, um mein Problem zu lösen? Welche Algorithmen gibt es?
ihr könnt mir nicht sagen, welche Algorithmen es immer gibt. Und ihr könnt mir nicht sagen, welche Algorithmen auf ein Problem immer angewandt werden könnten. Und genauso ist es eben hier bei der Genetik oder bei der Genomverarbeitung und so weiter und so fort, bei allen Fachbereichen eigentlich. Es gibt so viel, was man gleichzeitig im Kopf haben müsste. Und da hilft laut ihr das Modell sehr. Und ich glaube, genau das ist das Ding. Ich will hier mal ein bisschen kurz noch eine andere Sache aufholen, die ihr in meinem Robotik-Video vielleicht gesehen habt. Dort war es so, dass die Forscher versucht haben, selbst eine Funktion, eine Fitnessfunktion zu definieren, um einen Roboter zu trainieren. Und also quasi zu definieren, wie soll seine Hand sich im Raum bewegen. Das war eine Hand, die gelernt hat, Pen-Spinning zu betreiben, also einen Stift in den Händen hin und her zu swingen, sozusagen. Und genau dieser Prozess zu definieren, wie ist das eigentlich richtig? Also, wie sollte ich das überhaupt als richtig bewerten? Genau das war so schwer, dass die Forscher gesagt haben, okay, komm, wir fragen einfach mal GPT-4 war das damals auch. Das war nicht 4o und auch nicht 4 Turbo, das war 4. Das heißt die alte Version. Und das hatte wiederum eine bessere Fitnessfunktion als die Forscher, die daran entwickelt haben, dass diese Hand Pen-Spinning lernt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich diese Fitnessfunktion dann nicht eben so definieren muss oder auch mit einem GPT-4-Modell definieren muss, sondern vielleicht mit einem O1-Modell definieren kann, dann kann das sehr, sehr viel besser, weil das ein unfassbar komplexer Prozess ist und der einfach gemacht werden kann. Das heißt, ich bekomme die Ergebnisse, kann diese Fitnessfunktion definieren und kann das dann wieder iterieren lassen, kann das dann nochmal verbessern und so weiter und so fort. Das wird immer besser und immer besser. Man kann, was ich sagen möchte, dieses Modell benutzen, um in der Forschung extrem viel weiterzukommen. Und ich glaube, das ist beeindruckend. Wenn wir in der Forschung vorwärts kommen und vielleicht nicht das Ganze für Fake Paper benutzen, um die dann einfach zu pushen, das ist nämlich auch gerade ein Problem. Wenn man das wirklich benutzen kann, um echte Forschung zu betreiben, dann ist das sehr, sehr wertvoll. So, das zweite, dritte und vierte klatsche ich euch einfach mal so direkt gegen eure Köpfe. Coding werden wir, wie gesagt, auf dem anderen Kanal uns drum kümmern. Coding ist insane. Also, ich bin so zutiefst beeindruckt von dem Ding, was die Programmierfähigkeiten angeht. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das schauen wir uns, wie gesagt, auf dem anderen Kanal an. Das Video ist gleichzeitig mit diesem hier online gekommen. Und ihr könnt euch da dann weiter informieren. Quantenphysik ist noch so ein Thema, was extrem davon profitiert, weil Quantenphysik natürlich auch sehr, sehr stark mathematisch ist, oder generell Physik, ne? Ist alles sehr, sehr mathematisch und teilweise verstehe ich auch die Hintergründe von dem Ganzen nicht mehr. Diese Mathematik kann dieses O1-Modell tatsächlich noch immer. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert aus meinem Studium, die ich hier jetzt einfach aus Zeitgründen, wir sind schon bei viel zu viel, es tut mir sehr leid übrigens, aber also es gibt wirklich mathematische Probleme, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Bei mir fängt es irgendwann an im n-dimensionalen Raum mit n-dimensionalen Matrizen, die dann ableiten und so weiter und so fort. Damit hatte O1 kein Problem. Mathematische Beweise habe ich auch ausprobiert. Auch damit hatte das Modell keine Probleme. Also das waren wirklich mathematische Beweise, die ich im Studium durchgeführt hatte und mit denen ich gestruggelt habe im Studium. Die gingen. Also zumindest die ich probiert habe. Vielleicht habe ich die falschen probiert. Also ja, was soll ich sagen? Ne? Mathe ist halt der große Hintergrund von sehr, sehr vielem. Und wenn wir Mathe als Problem in einem KI-Modell einigermaßen gelöst haben, zu, was waren es, 97%, dann können wir die anderen Fachbereiche auch ziemlich weit bringen, sagen wir es mal so. BWL ist ähnlich, Mathe habe ich gerade erwähnt, Sprachen, da gab es einige spannende Experimente, also Sprache an sich, das kreative Schreiben, das ist da nicht mit gemeint, das ist wie gesagt bei GPT-4o sogar teilweise besser, aber Sprachen im Sinne von, ich gebe euch eine Sprache, die ihr davor noch nie gesehen habt, also wirklich noch gar nie. Ihr könnt manchmal, wenn ich euch ein paar Hinweise gebe, könnt ihr entziffern, was einzelne Bereiche heißen könnten. Und genau das wurde hier auch gemacht. Ich habe da auch ein paar Sachen gesehen. Da wurde ein quasi verschlüsselter Text, oder koreanisch war das, gab es auch als Beispiel, wurde ein koreanischer Text, was man nur in Korea machen kann, irgendwie verändert. Ich kenne mich mit Koreanisch nicht aus, aber der hat das eben gezeigt. Die haben das so umgewandelt. GPT-4o ist komplett gefailt, während O1 hat das Ganze dann übersetzt bekommen, so wie das eigentlich nur ein nativer Koreaner übersetzen kann. Und das dann halt auch wirklich ein
nicht umgangssprachlich, das ist irgendwas anderes. Ich verstehe es doch selber nicht mehr. Also, ne, so weit sind wir mittlerweile, ne, dass ihr da so ein kleines bisschen den Zusammenhang bekommt. Wir sind mittlerweile weiter, als wir denken, glaube ich. Bleibt noch eine große Frage übrig. Previous models like GPT-4 would very likely fail in this task. But here, in contrast to answers from GPT-4, this one gives me very detailed mathematics. This is correct. That makes sense. Here, I think it tries to do something incredibly difficult. Und habt ihr das gerade eben gesehen? Diese Formeln meine ich. Ich gehe noch mal ganz kurz in dem Video an die Stelle, die ich meinte. Hier, das ist eine Ausgabe von dem Modell. Ja? Könnt ihr das, also mal ernsthaft, könnt ihr so mit diesen Formeln umgehen? Ich habe meine Schwierigkeiten damit und ich habe das Ganze im Master studiert. Also nicht unbedingt das, nicht genau das, aber ich hatte durchaus viel Mathe. Ich habe mich auch auf mathematische Vorlesungen in meinem Master konzentriert. Krypto ist jetzt nicht gerade unmathematisch und auch da war nichts mehr ein Problem. Und ich muss sagen, die Formeln überfordern mich auch teilweise. Also zumindest, gut, das könnte auch was aus der Physik sein. Incredibly difficult. Ich glaube, es wird eigentlich klar. Und die einzige Frage, die dann noch bleibt, ist, was kommt als nächstes? Das hier ist nicht GPT-5. Sonst hätten sie es wahrscheinlich so genannt. GPT-5 wird wahrscheinlich das nächste große, im Sinne von einfach nur größere Modell werden. Das trainiert, soweit ich das beurteilen kann, noch immer. Zumindest gibt es da Anzeichen. Microsoft hat da einiges gedroppt. OpenAI hat schon so ein paar Hinweise gestreut, dass das Modell noch immer trainiert. Das hier ist das Projekt Strawberry oder das ist Q-Star oder eben O1. Das hat irgendwie bekommen. Fragt mich nicht, wieso so viele Namen nötig waren. Im Grunde genommen geht es um diese Liste an Dingen hier, die Sam Altman irgendwann definiert hat als Schritte zur AGI, also Schritte zur allgemeinen künstlichen Intelligenz. Das heißt, eine künstliche Intelligenz, die auf einem Expertenlevel von Menschen ist, die aber gleichzeitig auch Dinge wirklich tun kann. Das heißt, ich muss nicht fragen, ey, bitte schreib mal den Code für mich hier, sondern es schreibt ihn von selbst und weiß dann auch, was es zu tun hat als nächstes. Und es wurden im Endeffekt 5 Schritte definiert. Einmal Chatbots, das hatten wir schon. Chatbots haben wir seit GPT 3.5 eigentlich. Jetzt haben wir die Reasoners. Reasoners sind eben logische Modelle, die auch wirklich anspruchsvolle, komplexe Aufgaben angehen können. Nicht alle, aber wie gesagt, das ist das erste Modell. Da kann man noch 2, 3 und 4 entwickeln. Was wir noch nicht haben, sind Agenten, Innovatoren und Organisationen. Und dazu will ich noch mal ein paar kurze Worte verlieren. Ich meine, wir sind sowieso schon weit über der Zeit. Wenn ihr hier noch seid, dann seid ihr offenbar echt into it oder seid einfach nebenbei eingeschlafen. Das ist auch völlig okay. Dann spreche ich ein bisschen angenehmer für euch. Ich muss ja nicht die ganze Zeit so brüllen, nicht wahr? Nein, also kleiner Spaß an der Stelle. Agenten ist im Endeffekt, das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, Agents. Diese Agents können autonom Dinge tun. Also stellt euch das Ganze so vor, ihr habt einmal Word vor euch. Jetzt ist es einfach, da Text reinzuschreiben, aber wie speichert ihr die Datei? Wie macht ihr dann ein Makro da drin? Wie formatiert ihr diese Datei? Ihr müsst klicken, ihr müsst Tastenkombinationen kennen und so weiter und so fort. Ein Agent, der wirklich ausgereift wäre, der wäre in der Lage, das wirklich alles für euch zu machen, wirklich das System für euch zu bedienen und wirklich dann auch zu sagen, so, ich würde gerne das und das machen. Im Endeffekt wie ein Assistant, also wie ein Google Assistant, ein Siri, was haben wir noch? Ein Amazon Alexa, all diese Dinge, wie all diese Produkte, allerdings ohne dass speziell eine Schnittstelle gebaut wurde. Siri beispielsweise, das ist ja jetzt im neuen Apple Intelligence, was jetzt dann auch bald kommt, ist das ja ganz groß dabei. Siri ist an sich in die Richtung Agent unterwegs. Es kann sehr viele Dinge für euch tun, allerdings muss alles, was es tun kann, nochmal separat und einzeln definiert werden. Während ihr als Menschen seid nicht daran limitiert. Ihr könnt einfach so euch an PC setzen und wenn man euch kurz zeigt, wie, dann seid ihr in der Lage, beispielsweise Minecraft zu zocken. Ein Agent wäre in der Lage, auch das zu lernen. Der würde sich dann aus dem Internet eine Anleitung runterladen oder von der offiziellen Webseite, würde die verarbeiten und würde das dann benutzen. Und das kann man dann benutzen, um zum Beispiel automatisch ein Codeprojekt fertigzustellen. In der Theorie erstmal. Das ist die Theorie hinter Agents gewesen. Ja?
wirklich nur Theorie. Wie genau das aussieht, das wissen wir alle noch nicht. Es wurde, wie gesagt, angedeutet, dass das eventuell in GPT-5 drin sein könnte. Ich vermute ehrlich gesagt nicht, dass sie es GPT-5 nennen würden. Sie würden es wahrscheinlich eher GPT-A nennen oder so und dann alles auf einmal einpacken. Und dann irgendwie in GPT-5 oder sowas wirklich alles zusammenfließen lassen. Weiß man allerdings alles noch nicht so genau. Das nur als nächstes wahrscheinlich. So, dann haben wir aber sowas wie Innovatoren noch. Das wäre Schritt 4 und wir haben Organisationen Schritt 5. Innovatoren wären, dass ein KI-Modell, ein LLM wirklich in der Lage ist, nicht einfach nur das zu reproduzieren, was es mal gelernt hat, was es bislang eigentlich immer macht, auf einem sehr, sehr guten Level und dadurch uns wirklich auch helfen kann, weil wir auf Ideen kommen, die wir als Menschen einfach ohne langes Googlen nicht mehr haben. Aber dass es auch auf ein Level kommt, wo es dann wirklich neue Ideen hat. Also zum Beispiel die Idee, hey, wir könnten das auch anders denken. Wir könnten tatsächlich das so und so machen, so wie du es vielleicht noch gar nicht im Kopf hattest. Das wären Innovatoren. Und Organisation wäre, dass es dann auch wirklich in der Lage ist, sich selbst zu organisieren und alles autonom zu machen. Und das wäre dann eine AGI, wenn wir all diese 5 Schritte haben. Das ist nicht von mir, wie gesagt, das ist von Sam Altman, also der Kopf hinter OpenAI, die jetzt gerade dieses Modell O1 veröffentlicht haben. Das heißt, ihr könnt daraus ableiten, was die natürlich jetzt als nächstes machen, das sind wahrscheinlich Agents. Und ein GPT-5 wird im Hintergrund wahrscheinlich parallel entwickelt, 5O vielleicht sogar. Gleichzeitig haben wir noch ein O2-Modell, was vielleicht parallel noch entwickelt wird, das wissen wir alles nicht. Aber Agents ist wahrscheinlich der nächste große Fokuspunkt. Und in dem Sinne, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Was sind eure Erfahrungen mit dem Modell? Seid ihr irgendwo an Grenzen gestoßen? Und damit meine ich nicht Grenzen, für die das Modell nicht gebaut wurde. Ich kann natürlich nicht einfach irgendwas dahin machen und erwarten, dass es mir eine perfekte Antwort gibt. Für Logik und für Reasoning gebaut. Habt ihr da irgendwo, außer bei diesem Königsding, noch Schwierigkeiten gehabt? Wo seid ihr an eure Grenzen gestoßen? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Wenn ihr jetzt in der IT drin seid, wenn ihr irgendwie coden könnt oder so, dann schaut euch auf jeden Fall noch das andere Video zu dem Modell an. Ich verlinke euch das hier und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.